Na, mein Hübscher, was treibt dich hierher? In diese verlorene Gegend? Ich weiß, was dich hierher treibt. Die Sucht nach dem Verbotenen. Meine Damen, meine Herren, ich begrüße Sie zu einem erneuten spektakulären Reaktionsvideo von mir, der Spinne. Wir widmen uns heute mal wieder gruseligen Scheiß. Wir gucken uns jetzt gleich dieses Video an. 8 most disturbing things caught on dashcam footage. Wenn ihr schwache Nerven habt, dann schaltet jetzt besser aus. Also wenn ihr Angst habt, bin ich aber auch für euch da. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt ausschalten. Aber es wird gruselig, okay? Wir sind drin im Gruselvideo. Der Chat ist da. Ich bin da. Angstwort ist übrigens, ich liebe den Streamchat, ja? Rafa, das schneidest du raus. Lehnt euch zurück. Genießt. Wir sind mal wieder drin. In einem Gruselvideo. Es geht los. Most disturbing things caught on dashcam footage. Let's get it, boys. Let's get it down. Let's get down to business. At around 11 p.m. on December 6, 2016, a man named Julio Perez went with his friend to a convenience store a couple of blocks away from his house. According to what he shared online 2 days after, his friend had been afraid to go by herself because the store parking lot was known to be unsafe after dark. After spending some time at the store and buying dinner at Carl's Jr., Julio said bye to his friend and pulled out of the parking lot. But just a few seconds later, a red car can be seen pulling out of the same parking lot and starting to follow him on his way home. Disturbingly, Wird verfolgt. as soon as Julio arrives at the stop sign, the red Chrysler can be seen pulling up right in front of him and blocking his path. Blockiert ihm den Weg? So, hit me up tomorrow then. Later. Ihr liebt den Stream? Ja. Ja, ich weiß. Ich hab Lust. Please. Don't play that shit. Mhm. Okay, was will der jetzt von ihm? What the fuck? Da steigt einer aus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Given the circumstances, Julio reacted much quicker than most people would. As soon as he saw someone about to get out of the red car, he put the car in reverse and skillfully backed away. Was wollten die ausrauben, Chat? Unfortunately for him, the driver of the red car refused to give up so easily and continued to follow closely. Scary auch, oder? Was würdet ihr machen, Chat? Was ist das Schlauste, was man in der Situation machen kann? Auf jeden Fall wegfahren, Cops rufen, oder? 110 und halt Kickdown. It is, man. Wait for me. Und nicht bei einem Stoppschild stehen bleiben, du Idiot! Oh, in die Tanke reinfahren? Tanken? 2 Euro von Ice Cream Terrorist. Mojizzy, ich kack dir auf den Rücken, zieh dich. Man. Heavy breathing. What you doing, dude? At one point during the chase, the attackers throw an unidentified object at Julio's car in an effort to get him to stop. This is when he decides to call 911 for help. 911. Okay, er ruft die Cops. 911. Oh! Er dachte, das sind Cops, aber es ist nur ein Abschleppauto. Are they still throwing things? They're just right behind me. I don't know what they're doing, man. Although the Er folgt dem immer noch. 911 operator Chat, wurdet ihr mal verfolgt von dem Auto? was probably dispatching units as they spoke, it would have probably taken the officers at least a few minutes to arrive, which would have been extremely dangerous for Julio.
Luckily, as he's on the phone with the dispatcher, he spots a cop car stopped at a traffic light and pleads for help. Also, ich wurde schon öfter verfolgt, das liegt aber leider Gottes daran, dass mich manchmal Leute erkennen, Chat, und mir dann hinterherfahren. Was übrigens nicht cool ist, Chat, bin ich ganz ehrlich, vor allem nicht nachts. Ich muss aber auch gestehen, Chat, ich habe selber mal 2 Frauen verfolgt in einem Auto. Die Geschichte kennt der ein oder andere. Dafür habe ich eine Anzeige kassiert wegen... Was war das nochmal, Digga? Wie ist die scheiß Anzeige nochmal? Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr. Ich habe nichts Schlimmes gemacht, Chat. Da waren 2 Frauen auf dem Parkplatz. Ich bin hingefahren, vor die frontal hingestellt, Fernlicht gemacht in deren Augen. Und dann sind die losgefahren und ich habe die verfolgt. Und dann habe ich immer wieder Fernlicht gegeben. Irgendwann sind die zu einer Tanke rausgefahren. Ich auch, raus zur Tanke. Die haben geparkt in der Parklücke und ich habe mich dann vor die gestellt, dass sie nicht mehr wegfahren können und bin ausgestiegen. Hab mir Kippen gekauft bei der Tankstelle. Problem war dann, ich war mit dem Auto von meiner Mutter unterwegs damals. Am selben Abend standen die Cops bei meinen Eltern. Habe ich eine Anzeige bekommen. Da musste ich bei den Frauen anrufen, mich entschuldigen. Alter. They're right behind me. I don't know what the hell is going on. Oh, there's a cop right next to me. Warum? Ja, weil, ja, wenn ihr mich jetzt gerade so fragt, weiß ich nicht genau warum. Es war halt lustig. Hä? Eins, wer das lustig findet? Ich war halt auch mit einem Kollegen, ich war jetzt nicht alleine, Chat. Wir fanden es halt. Ja, okay, ich muss kurz ein bisschen die Geschichte ausführen. Also, es ist nicht so, wie es scheint, Chat. Wartet, bevor ihr mich judgt. Die waren auf dem Lidl-Parkplatz gestanden, ich und ein Kollege, und zwar langweilig. Wir haben die gesehen. Und dann sind wir frontal vor die gefahren und haben Fernlicht gegeben, dass die geblendet wurden von uns. Jetzt, wenn ich so die Geschichte erzähle, dann merke ich irgendwie, dass es vielleicht doch nicht so lustig war. Ja. Also, es war halt in dem Moment was lustig. Ich dachte halt auch, die finden es lustig, Digga. Und dann sind die halt weggefahren und dann sind wir denen hinterher. Also halt, aber jetzt nicht so auf Stalker-Basis, sondern halt einfach so. Hab halt ein paar Mal Lichthupe gegeben hinter denen. Ja, und dann haben die bei der Polizei angerufen und dann haben die der Polizei gesagt, uns verfolgt gerade ein Zuhälter, die hatten Angst vor mir, haben die gesagt. Digga, da war ich 18, da hatte ich noch nicht mal einen Bart. Die haben gesagt, uns verfolgt hier ein Typ, der sieht aus wie ein Zuhälter und der macht uns Angst. Hä? Chill! Und dann, oh, das war auch so peinlich, Chat, da musste ich zur Polizei eine Aussage machen, okay? Ich kann es ja jetzt sagen, es ist schon verjährt. Ich habe einen Pfeiffer gemacht, Chat. Wisst ihr, was ich der Polizei gesagt habe? Ich habe der Polizei gesagt, ich fand die Mädchen süß und wollte Aufmerksamkeit erregen und ich wusste nicht, wie ich mich verhalten soll. Das habe ich der Polizei gesagt und dann habe ich da angerufen und habe das denen auch nochmal gesagt. Ich habe denen dann gesagt, hey, ich bin kein Zuhälter, ich wollte euch auch nicht stalken oder so, ich fand euch einfach hübsch und ich wusste nicht, wie ich das ansprechen soll. Und dann habe ich mich entschuldigt und dann bin ich nochmal aus der Sache rausgekommen. Die haben die Anzeige zurückgezogen, Chat. Und dafür will ich ein GG im Chat sehen. Ja? GG. Ja, die haben dann auch noch gesagt, die hätten fast einen Unfall gebaut wegen mir. Das war komplett gelogen, Digga. Die haben auch ein bisschen übertrieben, bin ich ganz ehrlich. Die haben so getan, als wären die fast in den Gegenverkehr reingefahren, weil die nichts mehr gesehen haben. Also irgendwie ist das... Ich glaube, die Geschichte sollte ich nicht mehr erzählen, Chat, oder? Ja, okay. Wir vergessen einfach das, was ich gerade gesagt habe und gucken jetzt das Video weiter, ja? Slay, Bitches. This guy right behind me. Wieso fährt der denn nicht vorbei, der Depp? Fine. Hey, this guy Are right you here. still there? Right here. Steigt der gerade aus? Oh, die Polizei! Die Polizei ist da und jetzt gibt der Typ Gas im Roten. Holy. The cops are going Is after the him officer right there now. with you? No, he just went on a high-speed car chase. Holy cow. Okay, hang on with me, hang on. Alter, was zum Fick? Wisst ihr, was ich nicht verstehe, Chat? Denkt ihr, die fanden den süß und es war so wie bei mir und die wollten einfach nur lustig sein? Weil, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass sie den ausrauben wollen, dann macht das ja gar keinen Sinn, Bro, weil als würden die den da jetzt, also man versucht's einmal, okay, verkackt, als würden die den da eine Stunde noch verfolgen, Bro, im öffentlichen Verkehr, wo überall Leute sind. I just followed a police officer right now. I'm not sure what the hell just happened. Grillmeister unterstrich. How you doing, man? I'm with the 911 operator right now. Listen, I don't know what happened. I pulled out. I was gonna go get some food right there on Central, and then all of a sudden this car just pulled up right in front of me. I thought they were gonna carjack me or something, man.
and they started to get out. I put it in reverse, and I just got the hell up out of there and went down towards San Pedro and Central. Did you get a plate number? I wasn't able to get it. Man, I was... Hell That's no. okay, that's fine. Like I said, I got it on camera, though, bro. 2 Euro. You have it on camera? Yeah. Unfortunately, the suspect managed to get away from the officer during the high-speed chase, Was? Die haben den nicht gekriegt, die Polizei. Der hat gerade gesagt, die sind davon gekommen. and it was never confirmed what his intentions were that night. But judging by his behavior, it's more than likely that this was an attempted carjacking. Had the officer not been at the right place at the right time, Julio would have had to stop at the red light alone, where he would have been at the mercy of the attacker. Because neither the cop nor Julio could get the red Chrysler's license plate, the Albuquerque Police Department couldn't pursue the matter any further, meaning that the suspect probably continued preying on other victims on the road. This footage was captured on a random road Okay, erster Clip war schon creepy irgendwie, Chat, oder? War schon irgendwie creepy, Digga. on the outskirts of Warsaw, Poland on March 30th, 2014. Inside the vehicle is a man and his daughter. The road Okay, im Auto sitzt ein Vater mit seiner Tochter. is pretty poorly lit, and even with headlights on, the driver probably can't see more than 20 or 30 feet in front of him. A few seconds into the video, a car traveling in the opposite direction flashes its headlights at the driver in what appears to be a warning. Unfortunately, the driver doesn't have enough time to react, and Okay, da kommt ihm Auto entgegen, der ihn warnt mit einer Lichthupe. this is where things take a pretty dark turn. Oh! Oh! Da steht jemand! Oh Gott, ich hab Gänsehaut. Hab ich mir das gerade eingebildet? Oh, um Gottes Willen. What the fuck? Ah! What the fuck? Oh, ich darf nicht so schreien, meine Freundin schläft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Und jetzt hat er da noch einen Unfall gebaut. Ich versuche zu erkennen, was es ist. Ach du Scheiße. Also da steht jemand auf der Landstraße, Digga. Boah, ist das creepy. Scheiße. Und der ist auch noch mit seiner Tochter da, Chat. Jesus Maria. After swerving to avoid the man standing in the middle of the road, the driver attempts to correct the vehicle's path. Alter. However, this is much easier said than done in the heat of the moment. Aber krass reagiert, Chat, oder? Unable to control the car, the father and daughter fly off the road and come to a rest in a ditch. Although it appears that the man had his back turned to the car at the moment of the incident, there's still no reason to be standing in the middle of a pitch-black road while there are cars passing by. Jetzt ist nur die Frage, wer stand da auf der Straße? Weil wenn es irgendein verrückter Mörder ist, dann hätte er jetzt die Möglichkeit da, also die haben ja einen Unfall jetzt gebaut. Given the man's irrational behavior, it's possible that he was either under the influence of something or attempting to take his own life. But because the man immediately fled the scene, his true intentions that night are anyone's guess. According to Alter, was denkt ihr, was hat er da gemacht, Chat? Er steht auch noch mit dem Rücken zu ihm. Der sieht aber auch alt aus. Es könnte sein, Chat. Ein alter Mann, der dement ist, der nicht weiß, wo er ist, der verloren ist. Kranker Psychopathenmörder. Oder es sind die Prank Bros und die machen gerade einen Landstraßenprank. To the driver, he and his daughter both sustained minor injuries, and the police were never able to find the mysterious man. Die haben den niemals gefunden, der ist einfach weggegangen. In 2018, Lauren Okay, das war ein scary Clip gerade. Nächster Clip. and Brian Swenson were in the process of opening a CrossFit gym in Nairobi, Kenya with 2 local trainers. One day, the Utah couple were on their way to do some filming with their trainers to promote their gym when they suddenly came across a traffic jam on the main road. Soon after taking a detour on a dirt road, the Swensons and the trainers passed 2 officers on foot with weapons who gestured for the couple to give them a ride. For reasons they didn't disclose, they chose not to pick up the officers and continued driving until they came across a white public transport vehicle stopped in the middle of the road. Although the couple didn't notice at the time, the driver of the white van tried to warn them with his headlights, but they missed the signal, and this Der warnt die. is where things get disturbing. I'd rather assume they do and not. Yeah. Drive. Drive. Ach du Scheiße. So, was machen, Chat? Was machen? Ich sage euch ehrlich, Kickdown nach vorne. Aber richtig, Digga. Launch Control aktivieren. Daniel Düsenjäger Antrieb aktivieren. Und einfach überfahren, bin ich ehrlich, Chat. Einfach drüber. Also komm, gar nicht lenken oder so, gar nicht ausweichen. Voll drüber, Digga. Nicht rückwärts.
Ach, Just as they pass the van, 3 men armed with machetes appear from behind the vehicle and charge at the Swenson's car. Reacting quickly to the situation, the driver immediately shifts the vehicle into reverse to gain some distance. As the men get closer, one of the trainers instructs Bryant to drive forward, and as he does, one of the attackers tries. Also ist halt gut, weil die halt nur in Anführungszeichen so Macheten haben, Chat. Hätten die jetzt Waffen, würdet ihr stehen bleiben, wenn die Waffen hätten? Ist schwer zu sagen, weil man nicht in der Situation steckt, aber ja, ist nochmal was, also, ich weiß nicht, ich glaube, wenn die Waffen hätten, Chat, ich glaube, ich würde reflexartig einen Kopf runter und wirklich einen Kickdown nach vorne. Oder stehen bleiben. Aber so mit Macheten, was wollen die jetzt hier großartig machen? Aufs Auto draufhauen? Da bist du ja schon weg. To reach through the window with his machete. In a Machete ist gleich Waffe. Ich meine mit Waffe eine Pistole, Digga. Facebook post she shared after the incident, Lauren mentioned that when they first saw the bandits, Bryant's window was only partially up, and that he sped back in reverse to buy some time to roll it up. When the bandits attacked the car, the window was cracked a couple of inches, but luckily it wasn't enough for the machete to fit through. Oh, As Bryant das Fenster war ein bisschen offen. speeds away on the dirt road, one of the trainers mentions that he could see cops arriving at the scene. The cops? Well, not even cops. The cops behind. Yeah, they're running into the... away. Dang! Oh, Da hat jemand geschossen. gunshot. No, they're running after them. Da sind Cops gekommen und die haben geschossen. Let's get out of here. Alarmingly, a shot could be heard behind the vehicle, presumably from the confrontation between the cops and the men with machetes. In her Facebook post, Lauren mentioned that if she had picked up the officers or even let them ride on the side rails as they went up the road, they would have likely opened fire on the bandits. Luckily, the Swensons and the trainers were able to ride away safely, but it was not confirmed if anyone was hurt after the encounter. Alter, heftig. Heftig. In May of 2021, a series of storms swept through West Virginia, bringing winds as strong as 70 miles per hour to the region. On May 26th, a woman named Amber Revis was driving down Route 51 in Jefferson County when power lines started falling across the road. This is what her dashcam captured. Sieht mir aus nach einem Tornado. Ui, 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 ui. With a swift maneuver, Amber manages to swerve off the road just in time to avoid the impact of the power lines. She later uploaded the video to Facebook and thanked the people who stopped to help her. These situations are incredibly dangerous for more than one reason. In addition to the threat of being crushed under the weight of the falling power line, electrocution is also a significant risk. If a live power line makes direct contact with a car or even comes close to it, the driver can be fatally electrocuted. Stimmt, ja, da ist ja Elektrizität und so da drauf, ja. Power line could also potentially ignite the car's fuel, leading to a fire or Nass plus Strom, ja. explosion. Luckily, the wires didn't come close enough to Amber's car to do any damage, and she was able to drive away unharmed. Ist 6x cooler Krass. als ihr. This clip was captured in Chile on February So, nächster Clip im Dunkeln wieder. 26, 2022, and later uploaded to Reddit. In the footage that was captured by the driver's dashcam, the white car in front can be seen braking more than is necessary and moving a little suspiciously down the road that leads up to a tunnel. The driver with the dashcam keeps his distance as the white car comes to a complete stop, and this is where things get interesting. Schon wieder Räuber. Oh! Oh! Genau so muss das aussehen, Chat. Genau so, Digga. So und nicht anders. Der hat nicht eine Sekunde überlegt. Genau so, Baby. Richtig schön drauf. Oh, geil. GG in den Chat. So, nochmal Spotify-Musik aufdrehen, Abend genießen, ausklingen lassen. As soon as the white car stops, at least 4 suspects jump out and start running towards the driver's car in what we can Boah, die haben aber auch Waffen, Chat. Super gefährlich. Die haben alle, also Pistolen, glaube ich. assume to be a carjacking attempt. Having sensed that something was wrong from the start, the driver reacts in a split second and Krass. accelerates quickly. Krass. The attackers have just enough time to move out of the way as the driver rams into the white car and takes off the door as he speeds away. One thing that caught many viewers' attention is the fact that the man remained incredibly calm throughout the attempted carjacking.
His awareness of the situation and quick thinking ultimately kept him out of harm's way, and based on his behavior, it's very likely that this isn't the first time something like this happened to him. This seems to be echoed by the description that was uploaded to Reddit by the user who posted the video. The caption read, "To give more context, this happened in Chile. I wasn't driving, but I often use Ach so, das ist jetzt der Autofahrer. that road. Here, this type of carjacking has become so common that it's a risk to get out of the car after 10 p.m., and all drivers have learned to keep their distance from the front cars on exits. There's not a lot of information on this incident online, and Ist Chile so gefährlich, Chat, oder was? Ich dachte, Chile ist eigentlich voll entspannt. it was never confirmed if the carjackers were caught by police or not. In August of 2020, Ich wäre sogar mal fast nach Chile geflogen, Chat, um Videos zu drehen. a series of fires broke out across Northern California, causing Okay, Feuerclip. a wave of destruction, the likes of which had only been seen 5 times before in that area. In what came to be known as the infamous LNU Lightning Complex, multiple fires merged together, burning a total of 363,220 acres, destroying 1,491 structures, and heavily damaging another 32. Chile ist sehr Caused by a gefährlich. combination of thousands of lightning strikes, a record-breaking heat wave, and strong winds blowing across the state, the LNU Lightning Complex soon grew Würdet ihr sagen, ist das guter Content, wenn ich in einem Video ausgeraubt werde? to be the 6th largest fire complex in California history. One of the largest fires, known as the Hennessy Blaze, originated in Napa County and eventually merged with Würdet ihr einen netten Kommentar schreiben und ein Like geben? 7 other fires to burn over 300,000 acres of wildland. On August 18th, just a day after the Hennessy fire started, a man named Tyler Day captured dashcam footage of the walls of flames as he drove through the blaze on Highway 128 and Steel Canyon Road in Napa. This Also Waldbrände sehen auch wirklich immer ganz, ganz krank aus. is what he saw. Guckt euch das mal an, Digga. Holy fuck. Also irgendwie auch hübsch, aber auch scary. Alter. Holy shit, Mann. Einfach Black Ops? Ja. So stelle ich mir die Hölle vor. Safe, safe. In what looks like a scene from an apocalyptic movie, Tyler drives through the raging fire to safety, capturing this terrifying Gibt es eigentlich in Deutschland Waldbrände? Nee, oder? footage of the burning forest along the way. From the threat of falling trees to melted roadways and blocked paths, driving through a raging fire is obviously extremely dangerous. Luckily, Tyler was able to make it out alive. Selten. Sadly, the same can't be said for others, as the fire complex claimed the lives of 6 people and injured another 5 as the flames engulfed entire communities in California. At the time of the recording, the Hennessy fire was 0% contained, and it wasn't until October 2nd of that year that the California Department of Forestry and Fire Protection announced that the entire complex had been extinguished. On the evening of Sunday, April 14, 2019, a power line came down at the intersection of Route 70 and Colonial Drive in Manchester County, New Jersey, in the middle of a thunderstorm. The wire ended up falling and getting stuck on a traffic light, and in the early morning hours of Monday, April 15th, an employee with Jersey Central Power and Light went to untangle the wires. Sergeant Hemhauser from the Manchester Township Police Department was parked at the intersection, thanks to which the incident was captured on the dashcam of his patrol car. Ist da ein Teletubby? Ja, müsste Maya sein. Ach nee, Lala meine ich. Lala, nicht Maya. In the footage, the worker can be seen untangling the wire and pulling at it in an attempt to get it unstuck. Of course, for this to be safe, the power line would have to be de-energized, especially if the ground was still wet. In a later interview, Sergeant Hemhauser claimed that he was under the impression that the power line had been previously de-energized, and it seems as if the worker thought the same thing. But just a few seconds into the video, the worker gets the scare of a lifetime when the power line touches the ground. Hä? Da war Spannung drauf. Ach du Scheiße. Der hätte ja mal ganz locker sterben können, oder?
Auch noch alles nass. As soon as the wire makes contact with the wet road, it bursts into flames. The worker can be seen immediately dropping the wire and leaping back in surprise, obviously not expecting the power line to be live. Der wurde fast gegrillt, Chat, ja. After the initial shock, the utility worker takes off running and makes his way to safety. According to Sergeant Hemhauser, the flames were so hot that they burned holes in the asphalt on the street. After the incident was reported, Jersey Central Power and Light immediately launched an investigation to determine why the power line was even live in the first place if a utility worker had been given the green light to fix it. Krass. Although the exact cause of the incident was never publicly revealed, no further incidents have been reported in the area. Krass, Chat. Krass, krass, krass. This dashcam footage was captured on March 1st, 2013 in Bashkira, a republic of Russia that sits between Volga and the Ural Mountains in Eastern Europe. In the video, a tornado can be seen quickly approaching the vehicle and the adjacent house. What follows is a shocking display of the sheer force of nature as the 130-mile-per-hour winds wreak havoc on the house and its surroundings. Der zieht jetzt gleich die ganze Hütte weg wahrscheinlich. Da einen Drachen steigen lassen jetzt. Alter. 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 At first, only the tree and some tarp that was flying on the ground can be seen moving in the wind. But just a few seconds later, the roof is ripped off the house, the vehicle is thrust forward, and debris starts flying everywhere as the tornado rages on. When the video was originally uploaded to Reddit in 2014, the user who posted it didn't include any context surrounding the incident. We can only hope that there was no one in the house when the tornado struck, but we'll likely never know if that was the case. Krass. Hoffentlich ist da niemandem was passiert. Okay, meine Damen, meine Herren, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich muss sagen, war gar nicht so ultra gruselig. Chat von 1 bis 10, wie gruselig fandet ihr das Video? Ein paar schon creepy Clips dabei gewesen, war aber mehr so Naturkatastrophen, Waldbrände, Tornados und sowas. Da haben wir schon gruseligere Videos gesehen. Wir haben es aber trotzdem durchstanden zusammen, Chat. Wir waren stark und haben das Video bis zum Ende angeschaut. Falls es euch gefallen hat, falls ihr mehr gruselige Videos sehen wollt, abonniert diesen Reaktionskanal. Mein Name ist Mojizzy. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.